Hallihallo ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Gabriele von Conga Bären Conga Crafts. Heute zeige ich euch mal wieder was zum Knüpfen, und zwar ein Armband. Das wird aus dem Cobra-Knoten geknüpft mit Großlochperlen. Infos zum Video, weiterführende Anleitungen sowie Bezugsquellen schreibe ich euch wie immer unten in die Videobeschreibung. Das mache ich nicht für irgendwelche Firmen, das mache ich für euch, damit ihr wisst, wo ihr die Sachen herbekommt. Also ich verdiene kein Geld damit. Und wenn euch meine Videos gefallen, dann könnt ihr mich gerne abonnieren. Abonnieren ist kostenlos. Nun wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen, eventuell auch beim Nachknüpfen und los geht's! Zuerst müsst ihr euren Handgelenksumfang messen. Und bei mir sind das locker 18 cm. Diese 18 cm Umfang mit 12 multiplizieren, also 18 mal 12 sind 216 cm und diese teile ich auf in 110 cm in Schwarz und 106 cm in Pink. Weil ich die Schweißnaht hier durch diese Öffnung schlecht durchbekomme. Zu unserem Maß kommt zwar der Verschluss dazu von 3 cm, aber unser Armband ist ja auch dicker, allein durch die Perlen, und die benötigen Platz. Schneidet jeweils ein Ende der beiden ab und die beiden Cords müssen wir nun zusammenschweißen. Jetzt diese beiden Enden gleichmäßig mit dem Feuerzeug schmelzen und sofort zusammendrücken und drehen. Ihr seht, die Schweißstelle bekommt man hier nicht durch. Jetzt den Verschluss trennen und das weibliche Teil nehmen. Das schwarze Kord nach der Schweißstelle ca. 3 cm umbiegen und zur Schlaufe legen. Dann von oben, also hier bei der Rundung ist oben, durch die Öffnung ziehen. Etwas rausziehen und über den Verschluss ziehen. Das ist der Anfangsknoten. Achtet darauf, dass die Schweißnaht nicht zu weit vom Anfangsknoten entfernt ist, aber auch nicht zu nah, so ca. 0,5 bis 1 cm, denn die Perle geht hier nicht drüber über diese Schweißnaht. Nun die 4 Perlen auf beide Kordstränge aufziehen. Achtet darauf, dass die beiden Kordstränge nebeneinander liegen und nicht über Kreuz. Ich nehme mir meine Knüpfhilfe Jig zur Hand. Kann ich euch nur empfehlen. Hier sind die Verschlussgegenstücke eingehängt, an die ihr euren Verschluss anbringt. Wieder darauf achten, dass die Kordstränge nebeneinander liegen und nicht über Kreuz. Sie müssen mit dem anderen Verschlussteil übereinstimmen. Hier jetzt von unten nach oben durch die Öffnung ziehen. Nun in den Jig spannen.
messen, und zwar von hier bis hier, den Handgelenksumfang, also bei mir sind es die 18 cm, und gegebenenfalls anpassen. So, wieder schauen, dass die Kordstränge richtig liegen, bei mir rechts pink und links schwarz. Und jetzt kommt es darauf an, wie ihr die Farbverteilung wollt. In der Mitte schwarz und am Rand pink, dann müsst ihr mit schwarz anfangen. Wollt ihr in der Mitte pink, so wie hier grün, dann müsst ihr mit pink anfangen. Ich möchte in der Mitte schwarz. Also mit schwarz anfangen. Über beide Kordstränge drüber, den pinkenen unter den schwarzen drunter, unter beide mittlere Stränge und links durch die schwarze Schlaufe nach oben durch. Vergewissert euch, dass die Kordstränge noch richtig liegen. Und festziehen. Dies ist ein normaler Cobra-Knoten, beziehungsweise ist das genau genommen erst ein halber Cobra-Knoten. Und das gleiche von der rechten Seite, also immer mit schwarz anfangen, wenn ihr in der Mitte schwarz wollt. Wir machen hier 2 und einen halben Cobra-Knoten. Also 1, 2 und einen halben. Ihr knüpft also 5 Mal und nach jedem Knoten fest anziehen. Nun die Perle ranschieben und auch hier merken, immer mit schwarz weiter knüpfen. Wieder 5 Mal knüpfen, also 2 vollständige und einen halben Cobra-Knoten machen und dann die nächste Perle ranschieben. So weiter, bis alle 4 Perlen aufgebraucht sind. Passt gerade mit der Schweißnaht. Hier am Ende bekomme ich nur 2 Cobra-Knoten rein, aber das ist okay. Vom Jig wegmachen. Wir sind fast fertig. Passt. Wir haben 21 cm. Perfekt. Jetzt die Enden bis auf ca. 3 mm abschneiden und vorsichtig von der Seite her mit dem Feuerzeug erhitzen und sofort mit dem Feuerzeug selbst oder wie ich hier mit der Spike-Nadel fest andrücken. Damit man diesen weißen Punkt der inneren Seele nicht sieht, könnt ihr diesen mit einem farblich passenden Permanentmarker anmalen. Ich finde, das sieht einfach besser aus. Und fertig ist euer Armband. Innen und außen.
Ich hoffe, es hat euch gefallen und vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss!